Der japanische Aktienmarkt ist in den letzten Wochen und Tagen doch relativ stark unter Druck gekommen und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar spannende Aktien aus dem japanischen Markt an und damit herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt direkt rein. Ich möchte als erstes so ein paar Worte vielleicht mal zu Japan an sich verlieren. Ja, Japans Wirtschaft ist die drittgrößte der Welt, also wirklich auch eine sehr, sehr große Volkswirtschaft und die ist geprägt von starken Exportindustrien wie Automobilbau, Elektronik und Maschinenbau. Aber natürlich, trotz begrenzter natürlicher Ressourcen hat Japan durch Innovation und Effizienz einen globalen Einfluss erlangt und mit multinationalen Konzernen wie zum Beispiel Toyota, Sony, Mitsubishi, ja, die weltweit für Qualität bekannt sind, sich da eine, ja, auch große Position einfach in der Welt erarbeitet. Und der japanische Aktienmarkt an sich, repräsentiert durch den Nikkei und den Topix, ist einer der größten und bedeutendsten der Welt. Und nach dem Einbruch in den 1990er aufgrund des Platzens der Asset-Preisblase hat sich der Markt durch Reformen ja auch wieder weiterhin gut entwickelt. Und da schauen wir jetzt mal grundsätzlich drauf, wie die Entwicklung der letzten Jahre waren. Der erste Punkt hier, der interessant wird, ist das Gross Domestic Product. Also Bruttoinlandsprodukt ist jetzt hier in Billion US-Dollar angezeigt. Grundsätzlich können wir hier direkt auf den ersten Blick feststellen, dass wir seit 1994 kein wesentliches Wachstum hier mehr verzeichnen konnten oder können. Also hier bewegt sich schon sehr, sehr lange alles seitwärts. Das wird uns jetzt dann gleich auch in der Analyse von dem Hauptleitindex auffallen. Also grundsätzlich sehen wir aber, dass das Gross Domestic Product in den nächsten Jahren doch wieder wachsen soll. Also hier ab 2024 soll wieder steigend sein und wir nähern uns dann eben auch wieder diesen Höchstständen an. Also grundsätzlich ist der Ausblick für die nächsten Jahre hier schon durchaus positiv. Hier rechts immer noch relativ klein, hier das Population-Wachstum, also Einwohneranzahl. Wir sehen, dass die in großen Teilen sehr, sehr stark sinkend ist, schrumpfend ist und eben in diesen grünen Bereichen, da ist sie wachsend, also relativ schwierige Situation im Moment. Das sieht man auch mal hier sehr, sehr schön, dass die Gesamtanzahl aller Einwohner hier von 2019 bis 2029 kontinuierlich sinken soll. Also das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung für Japan an sich. Zumindest wirklich extrem, extrem langfristig. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr vage Vorhersage und hier auch nur ein relativ geringer Einwohneranzahl Rückgang. Sollte man aber natürlich jetzt hier auch im Kopf behalten. Wir gucken jetzt hier auf den Leitindex und die Währung. Also der Leitindex ist wie gesagt der Nikkei 225, den sehen wir jetzt hier ganz schön und können feststellen, dass der ganze Aktienmarkt wirklich extrem stark gelaufen ist, eben auch bis zu 1995 um den Dreh und sich ab da eigentlich nur seitwärts bzw. nach unten entwickelt hat. Und jetzt haben wir es zuletzt hier oben geschafft, auf Höhe des Allzeithoch von damals eben auszubrechen und korrigieren jetzt aber schon wieder stärker nach unten. Hatten jetzt hier so einen kleinen Crash auch mit den Carry Trades, die da aufgelöst wurden im japanischen Markt und mit den Zinserhöhungen. Das sehen wir aber auch gleich noch. Und was natürlich für uns noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, aus Euro-Sicht, beziehungsweise als europäischer Investor, natürlich im Prinzip der Euro zum Japaner, also zum japanischen Yen, beziehungsweise der US-Dollar zum japanischen Yen. Und wir sehen hier grundsätzlich, habe ich mal den US-Dollar hier genommen, dass der schon in den letzten paar Wochen und Monaten extrem stark wieder angezogen hat und es generell so aussieht, als würde sich hier mal so eine kleine Trendwende einläuten. Ja, bevor wir uns jetzt gleich die Einzelaktien anschauen, möchte ich noch darauf hinweisen, wenn euch das Video gefällt und mein Kanal generell für euch spannend ist, lasst doch gerne ein Abo da. Es würde mich echt freuen. Dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann machen wir generell Aktien in Deutschland bekannter, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man hier langfristig Vermögen sinnvoll aufbaut. Und jetzt kommen wir aber zunächst mal zu der Quellensteuer. Also interessant natürlich für alle Dividendenaktien und langfristig orientierte Anleger, die eine Dividendenstrategie fahren. Grundsätzlich ist es hier mal ganz schön ausgerechnet. Wir können letztendlich
hier schnell sehen, dass die Quellensteuerbelastung bzw. die Steuerbelastung auf Dividenden in Japan niedriger ist wie in Deutschland. Wir haben eine Quellensteuerbelastung von 15,315%. Also das ist eigentlich ganz schön, ist tatsächlich sehr positiv für uns. In dem Fall im Vergleich natürlich zu deutlich schlechteren Ländern wie Frankreich etc. ist also aus dieser Perspektive hier Japan durchaus sehr spannend. Ja, die beste Handelszeit für uns, also wenn wir uns da Einzelaktien ins Depot legen wollen würden, wäre so morgens von halb acht bis acht. Also da ist dann auch der Spread in der Regel am niedrigsten. Jetzt gucken wir dann auf die spannenden Aktien. Also ich habe jetzt hier dabei einmal Itochu, einmal Lasertag und Shin-Etsu. Ja, Itochu, das ist ein wirklich sehr, sehr großer japanischer Handelshausunternehmen, also Sogo Shosha, und ist ein wirklich extrem breit diversifiziertes Unternehmen. Also die machen sowas wie Textilien, Lebensmittel, Energie, Chemikalien, Maschinen, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Dann gucken wir uns noch Lasertag an. Lasertag ist ein Technologieunternehmen und ein führender Anbieter von Inspektions- und Messsystemen. Also die ja, entwickeln hochpräzise optische Systeme. Also wirklich auch sehr, sehr technologielastiges Unternehmen. Und als letztes schauen wir uns noch Shin-Etsu Chemical an. Auch sehr, sehr spannend, weil das ist der weltweit größte Hersteller von Siliziumwafern und dadurch ein führender Anbieter von PVC und anderen Chemikalien und auch sehr, sehr wichtig für die Halbleiterindustrie und ist da wirklich sehr, sehr führend einfach in der Produktion ja, von diesen zugrunde liegenden Materialien, die auch zum Beispiel in der Elektroindustrie unerlässlich sind. Genau, und da schauen wir uns jetzt die Aktien mal an im Moment, die chartische Situation. Grundsätzlich, ich würde gerne mit Itochu als erstes starten, eben diesem japanischen Handelshaus, das wirklich gut diversifiziert ist hier an der Stelle. Grundsätzlich wurde das schon 1858 gegründet und man hat über 60 Niederlassungen. Wenn wir uns den langfristigen Chart anschauen, sieht der wirklich sehr, sehr schön aus. Wir entwickeln uns hier wunderbar langfristig nach oben. Schöner Monatstrend, der in letzter Zeit jetzt hier auch mal ein bisschen runtergekommen ist, aber es hat sich eben hier doch schon relativ wieder gut entwickelt seit diesem großen Absturz hier im Nikkei auch. Also grundsätzlich hier jetzt gerade im Erholungsmodus schon wieder und man sieht aber auch, dass die Aktie wirklich sehr, sehr selten korrigiert. Wir müssen aber jetzt dazu sagen, dass das jetzt hier alles in japanischen Yen angezeigt wird, also Japanese Yen. Wenn wir das jetzt mal auf Euro umschalten, das ist natürlich dann für uns sinnvoll, sehen wir, dass die Aktie schon mal deutlich schlechter gelaufen ist im Vergleich zum japanischen Yen. Das darf man natürlich jetzt hier auch nicht vergessen. Also wir haben hier ein hohes Währungsrisiko mit drinnen, eine Währungsschwankung, die auch deutlich stärker ist wie beim US-Dollar, was auch dazu führt, dass sehr, sehr viele Investments in Japan uninteressant sind. Itochu ist da wahrscheinlich eine der wenigen Ausnahmen, wo man sich das dennoch mal überlegen könnte. Grundsätzlich für mich eher eine Sparplanaktie, weil die Aktie wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist langfristig, weil die eben nicht wirklich gute Korrekturphasen mit sich bringt. Ja, jetzt gucken wir noch auf Shin-Etsu Chemical. Das ist eben hier der wichtige Halbleiterindustrie ähm, Unternehmenswert. Und hier sehen wir sind ja schon auf Allzeithoch auch, haben aber eine deutlich schönere langfristige Struktur mit einzelnen Korrekturphasen und wir befinden uns jetzt eben hier auf Allzeithoch. Also da müsste jetzt eben erstmal eine Korrektur stattfinden, ungefähr auf die ja, 4431. Das wäre ganz interessant, wenn die Aktie darunter korrigieren würde. Also hier auf Basis des grünen FIPS, also uns 61,8er und eben diese grüne Zone, also auf Höhe des letzten Allzeithochs, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Aktie da in die Zone mal kommt. Das wäre auch ja, sehr, sehr interessant, langfristig gesehen. Auch hier gucken wir uns aber mal den Euro-Chart an. Im Vergleich zum japanischen sehen wir auch hier, also die Entwicklung ist deutlich schwächer, deutlich weniger dynamisch. Es ist einfach dann schon sehr, sehr schwierig, hier das Investment recht zu fertigen, wenn das einfach so eine hohe Abhängigkeit zu den ganzen Währungen hat. Aber grundsätzlich definitiv auch, wenn man unbedingt japanische Aktien im Depot haben will, eine sehr, sehr gute Aktie in diesem Markt. Ich meine, die sind alle sehr, sehr wenig verschuldet. Man hat eben auch deutlich niedrige Bewertungen wie in den USA, die natürlich auch gerechtfertigt sind.
aber kann auf jeden Fall spannend sein. Ja, die nächste Aktie ist LaserTech. LaserTech Corp, wie bereits erwähnt, ist es eben dieses Technologieunternehmen. Auch hier brutal starker Chart. Also das ist wirklich ein extremer Run hier mit schönen Korrekturphasen auch mal immer drinnen. Jetzt zuletzt haben wir uns aber schon länger mal schlecht entwickelt, sind auch hier nach unten aus dem Trendkanal ausgebrochen, mehr oder weniger, und versuchen uns jetzt hier aber zu fangen nach diesem, ja, nach diesem kleinen Crash, würde ich jetzt das mal nennen, den wir da im Nikkei gesehen haben. Grundsätzlich müsste sich die Aktie jetzt hier auf jeden Fall in dem Niveau stabilisieren. Macht sie jetzt schon, also unter 14,358 wäre der langfristige Trend gebrochen, beziehungsweise ja, auf jeden Fall also spätestens da. Aber grundsätzlich auf jeden Fall auch ein wirklich starkes Unternehmen in der Vergangenheit gewesen. Wir gucken uns jetzt auch hier mal den Euro-Chart an, um hier mal ja, Gefühl dafür zu bekommen. Ja, auch hier sehen wir, da ist die Performance deutlich schlechter. Da sehen wir auch hier, wir sind auf kein Allzeithoch zum Beispiel ausgebrochen. Generell die ganze Bewegung ist deutlich kürzer und weniger dynamisch hier nach oben im Vergleich zum Yen. Also das muss man alles hier mit bedenken, dass man da diese ganzen Nachteile mit nimmt. Aber grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie. Grundsätzlich möchte ich jetzt hier noch kurz auf den Nikkei an sich schauen. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Und hier, also die Performance hier unten ist natürlich wirklich Wahnsinn. Eben genau bis hier 1990, dann ging es langsam runter. Auch hier mit der, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem GDP zusammenhängend. Und jetzt aber seit 2009 haben wir hier schon ein bisschen die Trendwende. Und ich gehe auch davon aus, dass der Leitindex jetzt hier sich auf neue Allzeithochs bewegen wird. Klar, wir sind jetzt hier auf dem alten All-Time-High-Niveau, was auch eine höhere Wahrscheinlichkeit dazu oder mit sich bringt, dass wir hier mal korrigieren. Machen wir jetzt auch schon im Moment, aber ist noch alles völlig im Rahmen. Also grundsätzlich ist jetzt hier der zugrunde liegende Aktienmarkt schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und die dazugehörigen Aktien, die ich mir jetzt da rausgesucht habe, sind auf jeden Fall eine der stärksten Unternehmen, die es gibt. Es sind jetzt nicht die bekanntesten. Klar, da gibt es bekanntere Unternehmen. Ja, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Also sowas wie hier Sony oder Mitsubishi oder Toyota. Aber das sind eben jetzt hier wirklich Unternehmen, die eine schöne langfristige Performance hingelegt haben und ja, vor allem charttechnisch sehr, sehr gut aussehen. Wenn euch jetzt für die Unternehmen fundamental noch genauer interessiert, dann checkt doch am liebsten selber mal die Aktie genau aus, die es da gibt. Also gibt es immer eigene Eigenschaften, die ihr bei japanischen Aktien natürlich anschauen müsst. Aber ich wollte jetzt ja nochmal 3 Aktien vorstellen, die ich persönlich interessant finde. Ist natürlich alles hier keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.